This is Dawn and her 13-year-old Danish warm blood. Das hier ist Dawn und ihr 13-jähriges dänisches Warmblut. Dieses Pferd war in letzter Zeit als Zuchtstute hier. Seit sie ein Fohlen hatte, hat sie sich verändert. Ich habe mir gedacht, dass ich mir mit euch verschiedene Pferde anschaue. Dons Mutter hilft normalerweise beim Verladen von hinten nach. Im Schnitt dauert es so eine halbe Stunde, bis das Pferd im Anhänger steht. Ich will nicht diese Zeitvorgabe unterbieten, sondern das Pferd so vorbereiten, dass Don das nie wieder tun muss. In unserer Bewertungsskala möchte ich eine 7 erreichen. Das heißt, ich möchte das Seil über den Rücken des Pferdes werfen können und das Pferd geht willig und ohne Widerstand in den Hänger und kann dort eine Minute lang entspannt drin bleiben. Das verstehe ich unter einer 7. Das ist also unser Ziel. Na dann, darf ich's mal probieren?
Ja, diese Art von Pferden ist mit allen Wassern gewaschen. Weißt du, das Pferd hat 3 Systeme, wie ein Benzinmotor. Anstelle von Benzin, Feuer und Luft hat das Pferd Respekt, Impulsion und Flexion. Respekt ist die mentale, Impulsion die emotionale Versammlung. Dieses Pferd hier hat keine Phobie, in Anhänger reinzugehen. Auf jeden Fall nicht laut meiner Definition, sondern es hat keinen Respekt davor. Sie ist von Natur aus ein sehr gutmütiges Pferd, das heißt, sie hat das Vertrauen, dass ihr niemand etwas antun würde. Aber schon in der Bibel steht, dass Vertrautheit zu Verachtung führen kann. Hast du das Verhaltensmuster erkannt? Erstens habe ich nicht gewartet, bis ich zu spät war für die Show. Zweitens habe ich nicht gleich mit dem Verladen angefangen, sondern erst geschaut, ob sie die 7 Spiele spielt. Das hat sie gerade so mit sich machen lassen. Beim Circling Game wollte sie nicht so gerne nach rechts gehen, genauso auch bei der Rampe. Ich achte darauf, dass wir hier an Dingen arbeiten, um so eine tiefe und respektvolle Beziehung aufzubauen. Als nächstes habe ich an den Voraussetzungen gearbeitet. Wenn ich sie am Halfter halte, dann soll sie wissen, dass sie jetzt besser vorwärts geht, weil ich sonst den Stick anheben werde. Ach, du gehst immer noch nicht vorwärts? Dann werde ich jetzt den Stick schwingen und gleich touchiere ich dich damit. Sie hat's gesehen. Alles, was ich dabei tue, ist das Unerwünschte schwierig und das Erwünschte einfach zu machen. Als ich sie aufgefordert habe, über die Rampe zu gehen, fand sie das viel schwieriger, als über das eigentliche Reingehen nachzudenken. Vielleicht hast du bemerkt, wie sie sich gedacht hat, ich gehe doch einfach rein. Wir haben das Verladen mit und ohne Rampe geübt, haben von allem ein bisschen was gemacht und haben ihr erlaubt, sich umzudrehen. Das Ziel ist, dass wir unsere Idee zu ihrer Idee werden lassen, aber ihre Idee zuerst verstehen. Sie schwitzt schon ziemlich. Es ist aber auch ganz schön warm heute. Mann, ich hasse es, wenn es im Winter in Florida so heiß ist. Aber so ist das. Ihr ist also auch ziemlich warm. Sie hat ihre Füße aber auch viel bewegt. Ich würde jetzt also hier verladen, sie ein bisschen rumspielen lassen, bis sie wieder trocken ist. Das ist wichtig, denn wenn ihre Emotionen abkühlen und ihr Fell trocknet und klebrig wird, dann ist das meistens ein Zeichen dafür, dass wir den Höhepunkt des Tages erreicht haben. Wir nennen das Gebackensein. Ich möchte gerne eine freundliche Antwort, eine willige Reaktion von ihr haben. So, jetzt holen wir die Besitzerin. Möchtest du es mal probieren? Komm rüber. Mal sehen, was wir tun können. Braves Mädchen, komm raus. So. Also, ich möchte gerne, dass du hier rüberkommst. Bist du bereit? Ich möchte gerne, dass du auf den Anhänger zugehst. Du hältst das Seil in der linken Hand und im letzten Moment wirfst du es über ihren Rücken und lässt sie alleine reingehen. Okay? Nimm es in die linke Hand, dann geh nach links, in diese Richtung, okay? Einfach weitergehen, geh auf die linke Seite der Rampe, geh weiter, mach dich bereit, das Seil hochzuheben und über den Rücken zu schwingen. Jetzt nur noch etwas. Dreh dich hier rüber und Achtung. Tada! Thank you. Soll ein Pferd im Hänger angebunden werden? Wow, I get this question all the time. Usually I'm going to say yes. Diese Frage wird mir häufig gestellt. Im Normalfall würde ich sagen, ja. Im Normalfall binde ich meine Pferde im Hänger an, um Probleme zu vermeiden. Wie zum Beispiel, dass sie den Kopf unter der Stange durchstecken, einander belästigen und ähnliche Untugenden. Alle diese Vorgänge müssen wir kennen, um zu wissen, was wir tun sollen. Ich erzähle dir das, weil ich nicht will, dass du dein Pferd in den Hänger sperrst wie in eine Falle. Ich habe gesehen, wie Menschen und Pferde sich dabei verletzen. Sie sind einfach hineingegangen, haben ihr Pferd angebunden und als sie wieder rausgehen wollten, hat sich das Pferd gedacht, okay, ich gehe auch wieder raus. Aber nicht gemerkt, dass es angebunden war, geriet in Panik und erdrückte den Menschen und das ist wahrhaftig nicht schön.
Ich möchte nicht, dass dir solche Dinge passieren. Darum möchte ich, dass du dir überlegst, warum du dein Pferd anbindest, wo du es anbindest, wie lang oder wie kurz du es anbindest und wie sicher du es anbindest. Ein kleiner Tipp: Ich würde die Finger von diesen kurzen Seilen mit den Karabinerhaken lassen. Es ist gefährlich, wenn du dein Pferd einfach an der Halfter dort anbindest. Es ist wichtig, dass du deinen Hänger genau inspizierst und mögliche Verletzungsquellen wie zum Beispiel scharfe Kanten eliminierst und verhinderst, dass die Pferde sich gegenseitig belästigen können. Dann kannst du viele Probleme verhindern. Schleiche dich auf keinen Fall unbemerkt an dein Pferd heran und bringe es nicht in Bedrängnis. Ich habe viele Pferde in großen Viehanhängern gesehen, die während des Transportes nicht angebunden waren und sich frei bewegen konnten, zum Beispiel auf dem Weg zum Rodeo. Das ist kein Problem, solange der Hänger sicher ist und keine Verletzungsgefahr wie zum Beispiel an Haken oder Ähnlichem besteht. Benütze dein Savvy und überlege, warum du was tust. Use your savvy and think about what you're doing and why you're doing it. Was ist mit einem Pferd, das aus dem Hänger herausstürmt? Wenn du ein Pferd hast, das aus dem Hänger herausstürmt, hast du wahrscheinlich ein größeres Problem, als du denkst. Irgendwann in seinem Leben wurde es vermutlich eingesperrt, weil ein Mensch dachte, das Wichtigste ist, das Pferd in den Hänger zu bringen. Menschen haben das Gefühl, dass Pferde logisch denken und sich schon an den Hänger gewöhnen werden. Wenn das Pferd anfänglich im Hänger steht und unterwegs ist, denkt es wahrscheinlich auch, oh, das ist ja gar nicht so schlimm. Aber was häufig passiert, weil Pferde skeptisch sind und Platzangst haben, ist, dass sie reingehen und wenn sie dann drinnen sind, nimmt ihr Instinkt überhand und sie geraten in Panik und regen sich auf. Und wenn sie dann raus können, kommen sie wie eine Rakete herausgeschossen. Wenn dies geschieht, denkt der Besitzer, es ist zwar herausgerannt, aber wir sind da, wo wir hin wollten und wir kümmern uns später um dieses Problem. Ich kann dir nur eines sagen, der beste Zeitpunkt, sich darum zu kümmern, wäre sofort. He showed up, it was a roping, matter of fact, and he shows up and he had a one-horse trailer and he's all ready to rope, he was a little bit late. Lass mich eine Geschichte erzählen, die davon handelt, wie du es nicht machen solltest. Ich habe mal jemanden gesehen, der kam ein bisschen knapp an eine Veranstaltung und als er seinen Hänger öffnete, schoss das Pferd etwa 10 Meter rückwärts heraus. Den Besitzer störte das eigentlich nicht, weil das Pferd das immer tat. Nur dieses Mal überrannte das Pferd einen älteren Mann. Zwar lief das Ganze glimpflich ab und der Mann blieb unverletzt, aber dieses Mal regte sich der Besitzer dermaßen über sein Pferd auf, dass er es sofort wieder in den Hänger schickte, woraufhin dieses genauso schnell wieder in den Hänger hineinging, wie es herausgekommen war. Dann fuhr der Mann mit quietschenden Reifen davon. Etwa 2 Stunden später kam er mit einem triefnassen Pferd wieder zurück und wir haben uns alle gefragt, was er wohl mit dem Pferd gemacht hat. Denn es war eigentlich ein kühler Tag. Es konnte ja nicht dermaßen geschwitzt haben. Dann fand ich heraus, dass er rückwärts an einen Fluss gefahren war, das Pferd an ein gut 10 Meter langes Seil gebunden hatte, die Rampe öffnete und das Pferd dann aussteigen ließ. Dieses hechtete rückwärts ins Wasser, erschrak, sprang zurück in den Hänger und tat dies etwa 5-mal, rein und raus, bis es dachte, bevor ich das nächste Mal aussteige, sehe ich erst mal nach, wie tief und wie kalt und wie feucht es da draußen ist. Seither steigt es ganz manierlich aus dem Hänger. Or see if it was cold, but he said he's not backing out of that trailer fast anymore. Now, that's a true story, but don't do it like that. Aber so sollt ihr es nicht machen. Das ist keine gute Lösung. Die richtige Lösung sieht folgendermaßen aus. Spiele das Jojo-Spiel. Spiele so lange vorwärts und rückwärts, bis das Pferd mit seinen Vorderbeinen im Hänger steht. Gib ihm dann Komfort und lass es eine Weile dort. Dann spiele weiter das Jojo-Spiel, immer ein bisschen weiter in den Hänger rein. Jedes Mal, wenn das Pferd etwas tiefer im Hänger drin steht, gib ihm erneut Komfort, so lange, bis das Pferd ganz im Hänger steht. Nun lass es 1 bis 2 Minuten drinnen stehen. Du solltest erst zufrieden sein, wenn das Pferd gleich gut, ohne Hektik und vertrauensvoll in den Hänger einsteigt und ruhig darin stehen bleibt und so auch wieder herauskommt. Welcher Hänger ist besser? Mit oder ohne Rampe?
Für mich heißt die richtige Antwort: Hast du genügend Savvy, um dein Pferd dazu zu bringen, die Partnerschaftshälfte seines Gehirns zu brauchen, um kooperativ in den Hänger ein- und auszusteigen und drinnen zu bleiben? Ich hatte Pferde, die wurden hinten auf einen Pickup verladen. Sie sprangen buchstäblich hinauf, schnell die Gitter hoch und später einfach wieder zurück, hinaus. Und ich spreche hier von einer Höhe von um die 80 Zentimeter. Viele Menschen sagen dann, oh, dieser Ausstieg ist zu hoch für mein Pferd. Diese Menschen denken wie Menschen, schleichen sich an ihre Pferde an, versuchen sie zu überlisten und mit Gewalt in den Hänger zu zwingen. Meine Meinung ist, dass das reine Verladen mit einer Rampe schwieriger ist. Wenn ein Pferd schwierig zu verladen ist, muss es sich mit der Rampe und dem Hänger auseinandersetzen. Mein Hänger hat eine Rampe, weil er durch die pneumatische Luftfederung höher ist und weil ich ihn oft in Vorführungen benütze, um zum Beispiel das Rückwärtsverladen zu zeigen oder auch andere Dinge, die Spaß machen. Ich hatte bis heute etwa 2 Dutzend verschiedene Hänger. Ich gehöre vermutlich zu einem der wenigen, die einen Hänger mit einer Rampe bestellt haben. Ich sage es nochmals, wenn du die Rampe benutzt, um die Pferde zu überlisten, damit sie in den Hänger einsteigen, dann ist das nicht der richtige Zweck. Also benutze wiederum dein Savvy, damit die Pferde mit einer eingeschalteten linken Hirnhälfte in den Hänger einsteigen. Ist es besser, wenn die Pferde schräg oder gerade im Hänger stehen? In den letzten 15 Jahren sind Hänger zum Schrägverladen sehr beliebt geworden. Ich denke, aus verschiedenen Gründen. Es ist für den Menschen einfacher, damit umzugehen, es gibt mehr Platz, um rein und raus zu gehen, und man kann die Pferde besser darin bewegen. Ich persönlich habe über die Jahre herausgefunden, dass viele Pferde weniger Probleme haben, wenn sie unterwegs schräg stehen können. Ich denke, der Grund dafür ist, dass 60% des Gewichts auf der Vorhand lasten. Wenn ein Hänger, wo die Pferde gerade stehen, stark durchgeschüttelt wird, ist es für die Pferde anstrengender und sie beginnen unruhig zu werden. Ich selber hatte 22 Jahre eine Stute, die ließ sich in jeden Hänger verladen, wenn sie nur quer stehen konnte. In einem Geradsteller begann sie zu scharren, in einem Schrägsteller nicht. Wie ich das herausgefunden habe? Ich hatte einen Geradsteller und nahm die Zwischenwand heraus. Sie ging hinein, drehte sich, stellte sich quer und war ruhig während der Fahrt. Was man im Hänger auch bedenken sollte, sind Trennwände, die bis zum Boden reichen. Wenn ich eine Zwischenwand benötige, um zum Beispiel die Beine der Pferde zu schützen, würde ich dringend von starren Zwischenwänden abraten. Wenn das Pferd zwischen 2 starren Wänden steht und seine Beine spreizen muss, um sein Gleichgewicht zu halten, berührt es die Wand und fängt an zu scharren. In den meisten Fällen benutze ich keine Trennwand, die bis auf den Boden reicht. Ich bevorzuge eine weiche Trennwand, zum Beispiel eine herunterhängende Gummimatte. Ich persönlich empfehle einen Schräglader oder großen Viehanhänger. Hänger, in denen die Pferde natürlicher transportiert werden können. Hast du je mit Hilfe eines Buttrope, eines Seils um die Kruppe des Pferdes verladen? Würde ich ein Buttrope benutzen oder empfehlen? Normalerweise nicht. Der einzige Grund, warum ich ein Buttrope benutzen würde, wäre, das Pferd auf die Stange am Hintern vorzubereiten. Etwas vom Schlimmsten, was ich gesehen habe, ist, wenn ein Pferd einigermaßen problemlos in den Hänger einsteigt, wir hängen die Stange ein, es lehnt sich zurück, spürt die Stange und gerät in Panik. Ich habe einmal ein Pferd gesehen, das spürte den Druck der hinteren Stange, geriet in Panik, wurde unruhig und drückte die Hinterhand unter die hintere Stange. Diese war eckig geformt und verletzte das Pferd bis auf die Knochen. Das Pferd konnte nur mit Hilfe von Schneidwerkzeug befreit werden. Man hätte dies verhindern können, wenn man das Pferd mittels eines Buttrope auf den Druck von hinten vorbereitet hätte. Aber von der althergebrachten Methode, mit Hilfe des Buttrope zu verladen, würde ich die Finger lassen. Was kannst du tun, wenn dein Pferd unterwegs scharrt und sich unruhig verhält?
If you've got a horse that's scrambling, and again, I get this, all these Diese und ähnliche Fragen bekomme ich immer wieder gestellt. Ich habe Pferde gesehen, die ganz schön traumatisiert waren. Wenn du ein Pferd hast, das sich im Anhänger unruhig verhält, ist das, weil es Platzangst hat. Es fühlt sich nicht in der Lage, das Gleichgewicht zu halten. Die Wände sind zu nahe und ähnliche Dinge. Den größten Erfolg, wirklich den größten, hatte ich erstens mit der Devise, Vorbeugen ist besser als heilen. Vorbeugen heißt, lade das Pferd ein und aus, bis es denkt, es sei seine eigene Idee. Wenn das Pferd sich im Hänger total wohlfühlt und es steht liebend gern da drinnen, das ist Schritt Nummer 1. Schritt Nummer 2 ist die Bewegungsrichtung. Pferde neigen eher dazu, unruhig zu sein, wenn sie in Fahrtrichtung stehen, als wenn sie seitwärts oder sogar rückwärts gegen die Fahrtrichtung stehen können. Das liegt am Gewicht auf der Vorhand. Es beträgt bekanntlich über 60%, deshalb fangen sie an zu scharren. Hier ist die Lösung, die ich gefunden habe und die ich euch anbieten möchte. Wenn du ein Pferd hast, das Unruhe im Hänger als dauerndes Verhaltensmuster zeigt, würde ich das rigoros anpacken und, wie auch immer du das machst, mit einem möglichst großen Hänger arbeiten. Benütze ihn wie einen mobilen Stall. Bringe dein Pferd dazu hineinzugehen, drinnen zu bleiben, bequem und entspannt zu sein und fahre einfach langsam über dein Weideland. Fahr einfach ein bisschen herum, bis du siehst, dass sie so stehen. Ich habe viele Pferde gesehen, die, wenn sie angebunden waren und in Fahrtrichtung standen oder sogar schräg, wenn sie eingeengt waren, wurden sie unruhig. Aber sobald sie sich frei bewegen konnten, ein wenig schräg, vielleicht nur 2 Grad weiter hier rüber, wurden sie ruhig. Die Pferde finden das selber heraus. Ich sage dir nochmals, nimm einen wirklich großen Hänger, wo das Pferd sich frei bewegen kann, der sicher ist und wo das Pferd sich nirgends verletzen kann. Fahre damit herum, 4 bis 5 Kilometer pro Stunde, fahre über Erhebungen auf und ab, bis das Pferd so etwas wie Seemannsbeine kriegt. Nun solltest du dein Pferd in deinen eigenen Hänger einladen und du solltest nicht unbedingt einen großen Viehanhänger haben. Ich weiß nicht, ob ich dir garantieren kann, dass dein Pferd nie mehr in einem Hänger scharren wird. Davon spreche ich nicht. Es geht darum, für das Pferd einen Weg zu finden, mit der Situation besser zurechtzukommen. Wenn das Pferd ein bestimmtes Verhaltensmuster entwickelt hat, ist es etwas vom Schwierigsten, davon wegzukommen. Aber ich habe selber schon oft erlebt, dass es mit dieser Methode in kleinen Schritten langsam besser wurde und das Pferd sich daran gewöhnte, sich seine Position suchte und in dieser dann angebunden werden konnte, meistens seitwärts, schräg oder sogar rückwärts entgegen der Fahrtrichtung. Wie bringst du ein Pferd dazu, nicht am Seil zu ziehen, wenn es außen an einem Hänger angebunden ist? Dies ist nicht wirklich eine Frage, die etwas mit Hängerverladen zu tun hat. Aber wenn wir schon beim Thema Hänger sind, ist dies ein häufiges Problem und ich bekomme diese Frage oft gestellt. Erstens sind viele Pferde es nicht gewohnt, angebunden zu sein. Meine Pferde reisen oft bis zu 10, 12 Stunden im Hänger und gewöhnen sich daran. Sie sind gewöhnt, angebunden zu sein. Sie werden an verschiedenen Orten, an einem Baum, einem Zaunpfahl und anderem angebunden. Wenn ich von Anbinden rede, dann spreche ich von 3, 6 oder 10 Stunden am Stück. Früher banden die Leute ihre Pferde in einem Stall oder an einer Anbindevorrichtung an. Die Pferde waren gewohnt, angebunden zu sein. Die meisten Pferde heutzutage tun vieles, was ihre Besitzer nicht möchten, weil sie hochgezüchtet, überfüttert und unterbeschäftigt sind. Eine der besten Übungen, die du mit einem Pferd machen kannst, nennen wir das Anbinden am Geduldspfahl. Das Konzept des Geduldspfahls besteht darin, dass du dein Pferd hoch anbindest, an etwas Hohem und Stabilem, zum Beispiel einem Baum, einem Ast oder einem Pfahl. Und du lässt es einfach seinen Weg nach China oder wo auch immer graben, bis es selber sagt, okay, jetzt verstehe ich es, ich werde hier jeden Tag 3 oder 4 Stunden oder so stehen. Hier handelt es sich mehr um ein emotionales und mentales Problem von Pferden, die nicht gewohnt sind, angebunden zu sein. Wenn sie an deinem Hänger stehen und den Anbindehaken abreißen, dann regen sie sich noch mehr auf, graben sich Löcher in den Boden. Ich habe schon Menschen gesehen, die daraufhin ihre Pferde hoppeln oder andere weltweit bekannten dummen Dinge tun. Lass die Finger von solchen Dingen. Denk daran, separiere, isoliere und füge wieder zusammen. Isoliere die Situation und verstehe, dass es um mehr geht, als dass ein Pferd nur am Hänger angebunden ist. Wie kann ich Pferden helfen, die in einem Hänger ein Trauma erlitten haben?
Eine der interessantesten Eigenschaften von Pferden ist die, wie anpassungsfähig sie sind und wie schnell sie ihre Verhaltensmuster ändern können. Ich habe Pferde gesehen, denen man im Rahmen dieses Lernprogramms beibrachte, korrekt in den Hänger einzusteigen, alles geht bestens, dann passiert irgendein schrecklicher Unfall, der Hänger überschlägt sich, die Pferde kommen voller Schnitte und Quetschungen davon und 20 Minuten später, wenn jemand anders sie in einen anderen Hänger einladen will, laufen sie einfach hinein. Dies klingt nicht sehr logisch. Würdest du nach einem Flugzeugabsturz einfach in ein anderes Flugzeug einsteigen? So denken wir Menschen. Pferde denken ganz anders. Sie suchen Sicherheit, Komfort und Spiel. Es ist nicht das logische Denken, das wir Menschen haben. Wir sind in den Hänger gestiegen und hatten diesen Unfall. Nun drehen wir das Ganze um und betrachten ein Pferd, das sowieso schon skeptisch war im Hänger und nun dazu noch ein traumatisches Erlebnis hat. Das sind genau die Pferde, die jetzt sagen, ich will nicht mal in die Nähe eines Hängers gehen. Das ist es, was ich herausgefunden habe. Das sind die Pferde, die durch eine Assoziation eine Hängerphobie entwickeln, dass sie bereits in einem Abstand von 20 Metern zum Hänger denken, es ist wie wenn der Hänger von einer großen Luftblase umgeben ist und das Pferd zu wenig Vertrauen hat, um auch nur einen Schritt näher zu gehen. Jedes Mal, wenn es sich dem Hänger nähert, verliert es die Nerven und seine Welt wird ein einziges Desaster. Nachdem du in dieser DVD gesehen hast, wie ich verschiedene Pferde verladen habe, möchte ich gerne, dass du das Vertrauen hast, nach diesen Prinzipien zu arbeiten. Es kann sein, dass dein Pferd 12 Tage braucht, statt 4 oder 7, um in diesen Hänger einzusteigen. Betrachte das als dein Ziel. Vergiss nicht die Skala von 1 bis 10 und bleib dran, bis dein Pferd sagt, aha, genau hierhin will ich. Wenn du so vorgehst, wirst du auch Pferde mit einem großen Mangel an Vertrauen in einen Hänger verladen können. Wie oft hältst du unterwegs an und gönnst deinen Pferden eine Pause? When I was quite young and probably the first time I ever, took my horse anywhere in a trailer. Als ich noch sehr jung war und wahrscheinlich das erste Mal überhaupt ein Pferd transportierte in einem Hänger, der nicht einmal meiner war, sagten die Leute, du solltest nie länger als 3 Stunden mit Pferden unterwegs sein. Nach 3 Stunden und 1 Minute hielten wir an, luden unsere Pferde aus und rate, was geschah. Wir konnten die Pferde nicht wieder einladen. Als allererstes, wir hätten gar nirgendwo hinfahren sollen, wenn wir gewusst hätten, was wir heute wissen. Aber wir waren noch Kinder und die Leute, die dabei waren, hatten genauso wenig Savvy, wie ich damals hatte. Was ich heute gelegentlich tue, ist, wenn der Hänger eine gute Belüftung und eine gute Federung hat, wie zum Beispiel eine Luftfederung, und du bist auf guten Straßen unterwegs, was ich dann tue, ich halte den Hänger ab und zu an. Dann lasse ich ihn einfach stehen. Für die Pferde ist dies äußerst bequem. Ich öffne die Türen, lasse frische Luft hinein, gebe ihnen Wasser. Meistens geben wir dem Wasser etwas Melasse zu, damit sie unterwegs genügend hydriert sind. Sie bekommen Futter und können einfach entspannen. Weißt du, die Methode mit Anhalten, Aussteigen lassen und Herumspazieren ist auch okay. Ich bin mit meinen Pferden Millionen von Kilometern gereist. Ich hatte Pferde, die 10, 12 Stunden in einem Hänger standen und es ging ihnen gut, obwohl ich nicht anhielt und sie rausführte. Ich habe über die Jahre herausgefunden, dass es meistens am besten ist, einfach anzuhalten, sie ruhen zu lassen und selber im Restaurant etwas essen zu gehen, sich selber ein bisschen zu bewegen. Andererseits, wenn du wirklich lange Distanzen fährst, natürlich, lass sie raus und gönne ihnen eine Nachtruhe in einem Paddock oder in einem Stall. Informiere dich vor der Reise über mögliche Unterkünfte. Wenn du nachts reisen willst, so halte einfach gelegentlich an und gönne den Pferden eine Ruhepause. Wieso sollte ich mein Pferd nicht in den Hänger hineinführen?
Ich finde, dass die meisten Menschen wie Menschen denken, anstatt wie Pferde zu denken. Ich nehme an, es scheint logisch, sie einfach hineinzuführen, aber das birgt so viele Gefahren und Sicherheitsaspekte. Es gibt kaum einen besseren Platz für Pferde, um sich zu verletzen, als ein Hänger, egal wie gut er auch konstruiert ist. Und ich hasse das zu sehen. Ich habe Menschen gesehen, die ihre Pferde in den Hänger hineinführten und sie gingen tatsächlich vorwärts hinein, obwohl Pferde grundsätzlich vorwärts flüchten. Wenn ein Pferd in Panik gerät, denkt es nicht ans Rückwärtsgehen. Es geht weiter vorwärts. Hast du jemals gesehen, wie ein Pferd in eine Futterkrippe springt? Weißt du, wie das passiert? Pferde springen in die Futterkrippe, weil sie in Panik geraten und alles, woran sie denken können, ist, vorwärts zu flüchten. Stell dir vor, du stehst davor. Solche Dinge können geschehen, aber bitte versuche sie zu vermeiden. Von der komischen Seite her betrachtet, viele Leute führen ihr Pferd in den Hänger, stehen dort und sagen zu ihrem Pferd: Komm doch rein, siehst du mich? Ich bin auch hier drinnen und es tut nicht weh. Draußen stehen noch 2 oder 3 Freunde mit Besen und Rechen und prügeln auf das Pferd ein und stoßen und schlagen es. Oh Gott. Ich mag gar nicht hinsehen, was Menschen für verzweifelte Dinge tun, um Pferde zu verladen. Was ich oft sage ist, stell dir einen Berglöwen vor. Er sitzt in einer Höhle und es schneit. Draußen stehen Pferde und zittern vor Kälte und der Berglöwe sagt: Kommt doch hinein, es ist schön warm und gemütlich hier drinnen und es tut nicht weh. Kommt in die Höhle und vertraut mir. Denkt daran, wir sind Raubtiere und sie sind Fluchttiere. Also lass uns die Fluchttierphilosophie benutzen. They're prey animals and we're predators. So let's make sure we're using prey animal psychology.